Die PS5 kommt, die PS5 kommt. Da stellen Leute plötzlich Fragen wie, lohnt sich die PS4 noch? Bevor ich darauf eine Antwort gebe, werde ich euch mal aufdröseln, was wir alles wissen und vor allem auch, was wir nicht wissen. Erscheinungsdatum. Es gilt als wahrscheinlich, dass die PS5 dieses Jahr angekündigt wird. Weiter vermuten viele, dass die Konsole dann im Jahr 2020 erscheint. Zwischen Ankündigung und Release der PS4 verging damals nicht mal ein Jahr. Daher halte ich ein Release für 2021 eher für unwahrscheinlich. Eine Veröffentlichung im Jahr 2019 gilt als sehr unwahrscheinlich, zumal sich die PS4 und PS4 Pro noch sehr gut verkaufen. Abwärtskompatibilität. Dass ihr PS5-Spiele nicht auf einer PS4 spielen können werdet, sollte klar sein. Andersrum halten es aber viele für wahrscheinlich, dass Sony, ähnlich wie Microsoft, eine Abwärtskompatibilität ermöglichen wird. Spiele für die PlayStation 3 mussten auf die sehr spezielle Hardware programmiert werden, was eine Wiedergabe auf der PS4 erschwerte. Wenn die PS5 von der Architektur aber eigentlich nur eine noch viel stärkere PS4 Pro wird, dann ist es durchaus denkbar, dass ihr eure ganzen gekauften PS4-Spiele auch auf der PS5 abspielen können werdet. Und das vermutlich mit verbesserter Optik. Softwareunterstützung. Manche haben Angst davor, dass an dem Tag, an dem die PS5 erscheint, keine Spiele mehr für die PS4 erscheinen werden. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Die PS4 erschien im November 2013. Die Produktion der PS3 wurde erst im Mai 2017 eingestellt. Es erschienen noch einige Multiplattform-Spiele gleichzeitig, sowohl auf der PS3 als auch der PS4. Warum sollte man auch über Nacht mehr als 90 Millionen Kunden komplett ignorieren? Das wäre ja fast so absurd wie diesen Kanal zu ignorieren. Also am besten direkt Mittagspackung abonnieren. Angekündigte Spiele. Einige Spiele, von denen wir noch nicht mal das genaue Erscheinungsdatum kennen, sind explizit für die PS4 angekündigt. Darunter The Last of Us Part 2, Death Stranding, Nioh 2 oder das Final Fantasy VII Remake. Und auch künftige nicht-exklusive Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Beyond Good and Evil 2 wurden noch für die PS4 bestätigt. Die Spiele, die es gibt. Allein die große Riege an PS4-Exclusives wie God of War oder Uncharted 4 rechtfertigen schon den Kauf der Konsole. Dazu kommen rund 1800 Spiele, die man sich sofort herunterladen kann. Darunter auch Hochkaräter wie Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 oder das neue Resident Evil 2. PS5 Exclusives. Zum Release der PS5 werden nicht plötzlich 20 Top-Titel zur Verfügung stehen, die ihr unbedingt spielen müsst. Wir können froh sein, wenn 1 bis 2 sehr gute Spiele zum Release fertig werden, die exklusiv nur auf der PS5 verfügbar sind. Preis. Wer ab und zu nach Angeboten schaut, wird feststellen, dass man die normale PS4 immer mal wieder für rund 200 € und die PS4 Pro für 300 € bekommen kann. Ich empfehle persönlich die PS4 Pro. Wem die etwas bessere Optik, höhere Auflösungen oder Bildraten aber nicht so wichtig sind oder wer genau aufs Geld gucken muss, kann aber natürlich immer noch zur PS4 Slim greifen. Wenn man schon eine normale PS4 hat, ist es vielleicht nicht die beste Idee, kurz bevor die PS5 rauskommt, auf eine PS4 Pro abzugraden. Aber auch nur dann, wenn die PS5 auch tatsächlich voll abwärtskompatibel sein wird und somit gleichzeitig zur besten PS4 wird. Beim Preis der PS5 kann man zu diesem Zeitpunkt nur raten. Sie wird ziemlich sicher mindestens 400 € kosten. 500 sind aber durchaus auch möglich. Die aktuelle Generation ist verfügbar, ausgereift und preiswert. Dazu sind viele Spiele sehr günstig zu haben. Neben regelmäßigen Store-Angeboten existiert ein reger Gebrauchtmarkt für PS4-Spiele. Neue PS5-Spiele werden sicherlich erstmal recht teuer sein. Grafik. Auch wenn die neue Konsole sicherlich ein gutes Stück stärker sein wird als die jetzige Mid-Generation, dürfte der Grafiksprung voraussichtlich nicht so spektakulär werden wie bei vorigen Konsolengenerationenwechseln. Ob 4K oder nicht, viele PS4-Spiele sehen auch jetzt schon auf der PS4 Pro sehr gut aus. Und kann man bei einer 400 bis 500 € Hardware im Jahr 2020
neben noch schönerer Grafik bei allen Spielen eine 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde erwarten? Die meisten Experten glauben eher nicht daran. Bei manchen Spielen wird es sicher möglich sein, aber am Ende entscheiden immer noch die Entwickler, was sie mit der Leistung der Konsolen anfangen wollen. Ich denke, man sollte den Fokus auf eine flüssige Darstellung legen und dabei eine dynamische Auflösung mit bis zu 4K ermöglichen. Ähnlich wie schon bei einigen PS4 Pro-Titeln könnte man dem Spieler die Wahl lassen, ob ihm die Auflösung oder eine höhere Bildrate wichtiger ist. Viele dieser Überlegungen betreffen übrigens genauso die nächste Xbox, über die wir ebenfalls noch nichts sicher wissen. Eins ist jedenfalls sicher: Man sollte ruhig bleiben und sich nicht scheuen, immer noch ein System der aktuellen Generation zu kaufen. Denn davon wird man noch eine ganze Weile etwas haben. Was denkt ihr über die nächste Konsolengeneration? Schreibt es gern in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert doch den Kanal, klickt die Glocke an und teilt das Video mit euren Gaming-Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!